Hello everybody, back to Minderesting Pictures. Good to see you back again, and today we will talk about Turkey and the referendum which happened a week ago, or well, a long time ago whenever you will watch this. And today I'm talking with Şirin Manolya Sak. She's a German-Turkish blogger and journalist, lives at the moment in Berlin but also used to live for a long time in Turkey. Also make sure to hit her up on all the other social platforms like Twitter, Facebook and so on. And also we will do this interview in German. For all non-German speakers out there, don't worry, I will give you the subtitles right here so you will understand everything perfectly. Şirin, was sind denn deine ersten Eindrücke von dem Ergebnis des Referendums in der Türkei? Ja, also schon mal in Hochrechnungen, die ich im türkischen Fernsehen dann über Internet verfolgt habe, hier aus Berlin, war natürlich die Situation während der Hochrechnung im Fernsehen schon ziemlich verwirrend, weil es ja ziemlich schnell auch Unregelmäßigkeiten gab, die angekündigt wurden, und jetzt im Nachhinein muss man ja dann auch feststellen, dass dieses Referendum nicht dazu beiführen wird, dass wir einmal durchatmen können, was dieses Thema Erdogan, Türkei und so weiter betrifft, sondern dass uns das Thema noch in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Diese Ungereimtheiten während der Wahl und während der Abstimmung werden von beiden Seiten sowohl natürlich angefechtet. Die Opposition hat schon einen offiziellen Annullierungsantrag gestellt, dass dieses Ergebnis eben angefechtet wird. Und ja, und Erdogan und seine Leute stehen natürlich zu dem Ergebnis, ist ein Sieg in Anführungszeichen. Und wir werden sehen, die Wahlkommission hat auch gesagt, dass dieses Ergebnis nicht anzufechten ist. Also ich denke, da ist noch viel Streitpotenzial, aber ich wünsche mir natürlich, dass den Umständen entsprechend das Beste für die Türkei dabei rauskommt. Also ja. Du hast gerade Streitpotenziale angesprochen. Was sind denn jetzt im Endeffekt so die weiteren politischen Schritte? Wie wird es im Endeffekt jetzt weitergehen? Auch wenn das Ergebnis ja jetzt noch nicht feststeht oder es auch da noch Unklarheiten gibt, aber wie wird es denn politisch weitergehen? Naja, zunächst einmal wird sich natürlich dann in ein paar Tagen klären, ob das Ergebnis auch offiziell bestätigt wird. Es ist ja noch kein offizielles Ergebnis. Wie gesagt, die Widersprüche und alle Anträge auch von der OECD werden ja in den kommenden Tagen noch geprüft. Was die Zivilgesellschaft angeht, haben wir auch schon festgestellt, dass die sich wieder mobil gemacht haben, dass in vielen türkischen Großstädten Gegner dieser Verfassungsänderung in der Türkei auf die Straße gehen und protestieren. Wir werden sehen, wie Erdogan damit umgehen wird, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass er von seinem harten und auch schnellen Kurs sich abwenden wird. Stichwort Selbstzensur. Wie war das denn in den sozialen Netzwerken? Konnte man denn eigentlich überhaupt das alles posten, was man posten wollte? Oder gerade wenn man für Nein war? Oder musste man dann Angst haben, wenn der Nachbar das sieht, dass einem irgendwas passiert? Ja, also natürlich ist es jedem selbst überlassen, mit welchem Gefühl er was ins Internet schickt, welche Message er rausschickt, und nicht nur Journalisten, sondern auch Leute von der Zivilgesellschaft, die eben gegen Erdogan, gegen die AKP-Regierung oder auch für ein Nein beim Referendum waren, haben sich natürlich äußern können. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder einzelne Post von den Seiten runtergenommen wird. Es gab ja auch viele und speziell halt auch nur in den sozialen Netzwerken Nein-Kampagnen. In der Türkei selbst hat man in den Stadtbildern kaum Plakate oder eigentlich so gut wie gar keine Nein-Kampagnen sichtbar machen lassen, und deswegen haben natürlich die sozialen Netzwerke jetzt gerade bei dem Referendum auch eine große Rolle gespielt. Wenn man jetzt beispielsweise auf staatliche Zensur blickt, war das denn wirklich so schlimm, wie das hier in Deutschland in den Medien beispielsweise dargestellt wurde? Nun ja, es ist natürlich die Anklage da gegenüber vielen Medienkonzernen und Zeitungen, eben Mitglied einer Terrororganisation zu sein oder Unterstützer oder eben Anhänger der Fethullah Gülen-Bewegung. Diese Anklagepunkte, wissen wir vom Putschversuch, werden auch gegen zivile Menschen zu Tausenden erhoben. Medial gesehen wurde die Debatte hier in Deutschland zumindest, was die Festnahmen und was die Schließung der Medienhäuser angeht und die eben Festnahmen der Journalisten, mehr nach dem Putschversuch und auch anhand des Beispiels der sehr traditionellen Zeitung Cumhuriyet mit dem Kopf Can Dündar, der ja bereits jetzt auch hier in Deutschland lebt. Die Türken, die in Deutschland leben, haben ja mehrheitlich für ein Ja gestimmt. Was glaubst du denn, sind die Gründe dafür?
Es ist natürlich schwierig, das jetzt so ein bisschen auseinander zu puzzeln, weil natürlich die türkische Community genauso kunterbunt ist wie jede andere Gesellschaft oder jede andere Szene, die hier lebt, und von daher kann ich natürlich nicht für andere sprechen. Ich kann es mir nur so erklären, dass auch viele Neinsager, also auch aus meinem persönlichen Umfeld, auch aus vielen Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe und aus Recherchen erfahren habe, dass viele potenzielle Nein-Stimmer erstmal gar nicht an der Wahl teilgenommen haben. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen und auch vor allen Dingen in Anbetracht dessen, mit welch einer Emotionalität und auch mit welch einer Präsenz dieses Thema im Vorfeld in den deutschen Medien behandelt wurde, ist eine Wahlbeteiligung von 48%, steht da in gar keiner Relation in meinen Augen. So, das kann ein Grund sein, dass viele Neinsager erstmal gar nicht, weil sie gesagt haben, es interessiert mich nicht, ich habe hier mein Leben und was auch immer. Jeder hat da so seine Gründe. Der andere Grund ist, den ich mir gut vorstellen kann, ist ein ähnlicher wie auch bei den Türken in der Türkei, nur anders interpretiert. Auch ein Gefühl der Zurückstellung oder ein Gefühl des nicht ernst genommen werdens, ein Gefühl der Zurückstellung vielleicht über Jahre sich angestaut hat. Auch das Gefühl, jetzt vorherrscht, oh, da ist jetzt jemand, der lässt uns mal wählen. Ich kann vielleicht in meinem eigenen Bundesland, in dem ich seit 30 Jahren in Deutschland lebe, nicht mal an den Kommunalwahlen teilnehmen. Toll, da setzt sich einer für mich ein. Positivnachrichten, die Positivpropaganda von Erdogan in den letzten Jahren hat auch dazu beigetragen, dass man das Gefühl hatte, wow, wir werden in der Welt als eine starke Kraft wahrgenommen, mit einem hohen wirtschaftlichen Potenzial, auch von allen Gästen der Welt besucht. Unsere Kultur wird bewundert oder man hat Interesse daran. Also viele, viele Faktoren, die plötzlich dazu führen, dass man gesehen wird. Und nichtsdestotrotz kann ich persönlich als Şirin aus Berlin mit meinen Werten, mit den Dingen, mit denen ich groß geworden bin, mit meiner Moralvorstellung, es nur erahnen. Was glaubst du denn, wie sich das deutsch-türkische Verhältnis jetzt weiterentwickeln wird? Ja, ich würde einfach mir wünschen, dass wir Fragen, von denen wir vorhin ja gesprochen haben, sind Türken integriert oder nicht? Was ist falsch gelaufen von türkischer oder deutscher Seite? Ich glaube, das sind Themen, die haben wir schon so oft diskutiert und die haben uns überhaupt nicht weitergebracht. Aber zum Beispiel das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Das sind 530.000 Menschen in diesem Land, ja, unter 82 Millionen, die den türkischen und den deutschen Pass haben. Dieses Anfechten der doppelten Staatsbürgerschaft steht jetzt schon im Wahlprogramm, beispielsweise für dieses Jahr von der CDU, bei den Grünen ist es auch, soweit ich weiß, mit drin. Und bevor eigentlich überhaupt eine empirische Erhebung darüber vorliegt, wie viele dieser Doppelstaatler, also die sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass haben, mit Ja gewählt haben, also von 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland haben nur 500.000 die doppelte Staatsbürgerschaft und von denen gibt es nicht mal eine Erhebung. Vielleicht haben die ja auch alle mit Nein gestimmt. Ich finde es einfach für unsere Demokratie auch ein Armutszeugnis, dass wir Menschen, egal welcher politischen Gesinnung, sofern sie nicht menschenverachtend, gewaltverherrlichend oder irgendwie anders pervers ausgerichtet ist, finde ich, dass es eine Unmöglichkeit ist, ständig Menschen die Pistole auf die Brust zu halten, in die Ecke zu drängen und sie zu irgendeinem Loyalitätsbekenntnis oder dergleichen zu zwingen. Das ist kontraproduktiv, das trägt überhaupt nicht zur Integration bei und ist schon an sich als Grundgedanke ausgrenzend. Zu meiner letzten Frage, wie würdest du denn die Zukunft der Türkei in 3 Worten zusammenfassen? Hoffnung stirbt zuletzt. Sehr schön. Ja, also vielen Dank, Şirin, dass du mir die ganzen Fragen beantwortet hast. And now I'm switching to English again. Thank you very much again to Şirin for answering all of my questions. Please make sure to check her out on her social media
channels like Twitter, Facebook, and so on. If you want to leave your opinion about the Turkish referendum, please make sure to leave a comment down below. I would really appreciate that. I really want to get in talks with you guys. Thank you very much for watching this latest video. If you're new to the channel, make sure to subscribe right here and click on more videos right here. There's not much more to say other than, as always, stay interested to be Minderesting. Goodbye.